I hate that you're gone, and I hate that I don't wanna let go. And I hate that you think that I'm weak. I don't wanna let you know what I'm gonna build. Castles from the rubble of your love. From the rubble. Ja, moin Leute, grüßt euch. Ich bin gerade mal hier an der Bad Lippspringe, an der Auguste-Victoria-Klinik. Da war ich vor 2 Jahren mal drin, aber wie man sieht, Leute, der beste Freund des Urbexers, Bauwatch. Die Klinik wird, soweit ich das sehe, komplett renoviert. Ja, der liebste Freund des Urbexers, Türchen ist offen. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwo das Türmchen hier steht. Und so wie es aussieht, wird hier komplett renoviert. Ja, die war ja auch komplett ausgebrannt. Das sind Glasfasern, die hier liegen. Ja, aber der Klotz ist wohl überwacht. Irgendwelche Bauwerkstürme. So, ich gehe mal nur dahin, wo man hingehen darf. Gucken, wo die Freunde sich versteckt halten. Hier war ich ja vor 2 Jahren schon mal drin und jetzt Marvin und wie sie alle heißen. Ja, das ist die alte Psychiatrie mit Klinik. Da war ich ja auch schon drin mit dem Ärztehaus. Und wahrscheinlich werden jetzt irgendwo hier die Türme stehen da. Bauwatch, ja. Das ist das Ärztehaus. Ja, da ist er, der Kasten. Aber wie gesagt, der ist komplett leer. Das lohnt sich überhaupt nicht da reinzugehen. Teilweise hat es schon drin gebrannt. Und ja, das einzige Interessante fand ich damals hier eben dieses Haus hier. Das sollte wirklich erhalten bleiben. Das ist ein ganz altes Ärztehaus. Da war auch noch einiges an Einrichtungen, Liegen drin und sowas. Aber wie ich sehe, ist auch hier zugemacht worden. Da war der Keller, wo ich damals rauskam. Da ist jetzt auch ein Gitter vor. Naja, und überall Container eben. Nee, das ist, Leute, ist kein Lost Place mehr. Das ist eine Ruine, die, ja, Abriss oder Nachnutzung. Ja, Leute, das ist auch nur mal ein Ausflug halt. Ja, ein Fail. Aber letztendlich war ich hier schon drin und jetzt Marvin und Co. genauso. Der Bad Lippspringe, das Ding ist bekannt. Ist aber auch leer. Was soll ich euch leere Räume zeigen? Selbst wenn ich da reinkomme. Ja, die Container sind alle voll. Und ich werde mich mal wieder auf den Weg machen. Wird super Wetter. Ja, Leute, so ist das immer, wenn man Pech hat. Ich habe jetzt 3 Lost Places abgeklappert von der Elite-Karte. Davon ist keiner mehr aktiv. Wie gesagt, Auguste-Victoria-Klinik. Sieht aus nach Renovierung, Bauwerkschildern. Und dann auch ein Café, Hornbad Meinberg, auch schon ausgeräumt. Container standen davor, abgesperrt. Ja, die Bude ist kameraüberwacht, habe ich gesehen. Ja, und jetzt werde ich mal mit Lost Places noch mal sein lassen. Einfach mal schauen, was sonst noch gibt. Wetter ist ja super. Ja, dann würde ich sagen, Leute, bis bald. Ich denke mal, eine Tour werde ich noch machen vor meinem Urlaub. Bis bald. Ja, Leute, ein neuer Versuch. Sengende Sonne, ich kann mir gleich mal einen Deckel aufsetzen. Man schmilzt heute wirklich ein und ich gucke mal, ob ich eine alte Mühle finde. Ob das jetzt ein Lost Place ist oder nicht, ist egal. Ist auf jeden Fall alt. Ja, ab in die grüne Hölle. Auf jeden Fall aber viele Mücken heute und vor allem noch mehr Wespen, Leute. Also das ist zum Kotz mit den Wespen. Ich war gerade noch mal im Gyros fritzen und alles war voll. So, da ist die Bude. So, was das immer auch ist hier. Eine alte Mühle. Ja, sieht ziemlich eingewachsen aus. Ach, ich habe wieder kurze Ärmel und hier ist alles von Brennnesseln. Ui. Ja, ich würde sagen, ich kämpfe mich mal durch den Dschungel durch, Leute, zusammen mit euch. Und hoffe, dass ich jetzt nicht allzu sehr, ja, dann hatte ich die Arme durchblutet habe von den vielen Brennnesseln. Uiuiui. Ich muss erstmal einen Eingang suchen, Leute. Was eine verwunschene Location. Ui, hier ist ein Mühlrad. Jo. Och, Leute, es ist wieder
Ja, zugemacht. Aber ich werde was finden, Leute, ich werde was finden. Ganz sicher. Na bitte, die Bude ist offen. Ja, so ein bisschen Kleidung ist noch da, aber sonst, hier wird einfach nur blind rausgerissen von irgendwelchen Idioten. Einfach nur, wir machen es mal kaputt. Ja, manche haben wirklich nichts im Kopf. So, gehen wir mal weiter durch die Räume hier. Oh. Ah ja, auch dieser Wohnraum wird verwüstet. Der Tisch. Leute, das war voll eingerichtet hier. Das war voll eingerichtet, diese Wohnung. Hier ist alles da. So, Herd, Kochplatte, Kühlschrank. Alles da. Hier nehme ich mal an. Ja, ist ein irrer auf dem Plunder hier. Einfach zusammengeschaufelt. Eine völlig ranzige Waschmaschine. Irgendwelche Geschäftsbücher. Januar 1956 sind die. 1956. Schön saubere Schrift, Donnerwetter. Wie Geschäftsbücher früher waren. So, ja, und hier ist so eine Art, vermutlich Werkstatt gewesen. Pfanne, Brattopf. Ja, eine alte Zeitung. Datum ist hier von 1983. Ne, 81 ist das hier. Und hier haben wir noch auch irgendwelchen Plunder, der hier rumsteht. Naja, gut. Alles ein bisschen... Oh, eine Badewanne. War ja kaum zu erkennen, aber die ist auch vollgepackt. Ja, Leute, ich war schon lange nicht mehr in so einer Ranzbude drin. Ich muss sagen, frage ich mich hier, was ist hier manchmal passiert? Ja, entweder welche Chaoten sind hier durchgegangen, einfach nur blinder Banalismus. Oder, ja, die war bestimmt mal richtig schnucklig, wenn sie noch eingerichtet war, als Urbexler hier durchzugehen. Aber was ich hier momentan sehe, ist wirklich nur, ja, Gott, ja, die ganzen Viecher dazu. Ich werde gut zerstochen sein heute Abend. Jo, auch hier eine Müllkippe. Ich versuch's mal hier einen Weg durchzubahnen. Ja, ach so, ja, für alte Leute, diese Toilette hier mit dem Sitz da, Toilettensitz. Geht man aus Kliniken.
Was haben wir hier? Oh. Leute. Meine Güte, nee. Was ist hier bloß passiert? Uralte Plattenspieler, hier kann man sehen. Jo. Das Zeug ist alles uralt und jede Menge. Ja, wir werfen mal einen Blick aus dem Fenster. Hier ist der Mühlbach. Und da sind die altes Mühlrad. Alles völlig im Eimer hier. Ein richtig sumpfiger Mühlgraben hier. Alles wurde rausgeschmissen. Da hinten liegt noch ein... Meine Güte, nee, da liegt noch eine Kochecke. Ja, schöne Müllkippe hier. So, ich würde sagen, das machen wir mit Vorsicht hier, die Treppe. Aber die sieht noch ganz rustikal aus. Jedenfalls spüre ich so weiter nichts. Aber ich glaube, hierauf werde ich nicht gehen. So. Na gut, hier sind die Getreidebehälter. Doch, sieht noch solide aus. Man muss hier trotzdem aufpassen. So, Leute. Hier oben ist die Transmission. Da seht ihr sie wieder an der Decke. Alles sehr alt. Ich glaube, hier ist noch ein Loch im Boden. Aber ich werde auch vorsichtig sein. Weiter gehe ich hier auf jeden Fall nicht. Das ist mir zu riskant hier. Da seht ihr, der Boden gibt sofort nach. Ja, noch ein lieber Gruß geht an die Steffi, die mir wahrscheinlich gerade zuschaut. Ja, das nennt sich Urbex, dieses Hobby. Ist wie eine Sucht. Ja, ähnlich wie Motorradfahren. Aber wir sind zu Fuß unterwegs. Ja, jetzt hast du mal einen Eindruck bekommen. So, ich bin draußen. Boah. Schauen wir mal das alte Mühlrad hier an. Ja, da ist nicht mehr viel von da. Da ist nur noch ein Bruchteil von da, von dem Mühlrad. Der alte Mühlgraben. So. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. So. Da haben wir es schon. Mühlrad, Getriebe, Schmiernippel. Ja Leute, so, das war mal richtig ergiebig wieder heute. Ja, eine schöne, wie gesagt, abgeranzte Mühle. Auf jeden Fall, ich fand es richtig lost place, muss ich sagen. Ja, viel kaputt machen kann man nicht mehr. Ich würde sagen, ja, doch noch ein Video geschafft vor meinem Urlaub. Irgendwie hat es mich auch gejuckt heute. Bis bald, euer Kalte Krieger.